intersection clear, fresh green, fresh green. My GPS, come on. GTR, these are GTR. Diese actionreiche Verfolgungsjagd könnte zur Aufdeckung eines großen Verbrechersyndikats führen. Es war bereits weit nach Mitternacht. Unter den Lichtern Atlantas waren die Autobahnen relativ ruhig, doch in dieser Nacht braute sich auf der GA 400 ein Sturm zusammen. Die Routinepatrouille von TFC Matthews und MCO Sturdivan verwandelte sich schlagartig in einen Albtraum, als sie einen grauen Nissan GTR und einen Dodge Charger nebeneinander rasen sahen. Mit seinem 600 PS starken Monstermotor schien der GTR direkt von der Rennstrecke auf die Autobahn der Stadt gewechselt zu sein. Sobald die Polizeilichter aufleuchteten, trat der Fahrer das Gaspedal durch und die gefährlichste Verfolgungsjagd der Nacht begann. Der GTR setzte seine Fahrt fort und erhellte die Nacht mit den Flammen aus seinem Auspuff. Wenn Sie actionreiche Verfolgungsjagden und detaillierte Polizeiberichte mögen, abonnieren Sie unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche 2 neue Videos. Alright, got too close to the wall for me to commit to it. We're connectors, or excuse me, 85 south, 85 south. Coming up on Buford Highway, 895, you're going to be able to intercept us? I'm getting on Buford Avenue. Getting on Mooresville right now, southbound now, southbound. Alright, we're passing up Buford Highway, left lane, left lane. Hopefully I'll get right down to you at the same time. Während sich die Verfolgungsjagd von der GA 400 bis zur I-85 erstreckte, beschleunigte der GTR auf ein unglaubliches Tempo. Die Radargeräte zeigten 270 km pro Stunde an. Das Fahrzeug nutzte die Leistung seines V6 Biturbomotors voll aus und schoss wie eine Kugel zwischen den anderen Fahrzeugen hindurch, als gehörten die Straßen nur ihm. Is anybody near 20? All right, we're coming up on North Ave, North Ave. North Ave. William Street curve is going to get him. All right, we're coming up on the William Street curve, so stand by. We're going to see if he can do it. Mit seiner Kraft und seiner hervorragenden Straßenlage konnte der GTR schnell einen Vorsprung herausfahren und harte Manöver durchführen. Mit einem normalen Polizeifahrzeug war es wirklich sehr schwierig, diesen Sportwagen einzuholen. My GPS, come unplug. Here you draw. Left. Back to the interstate, back to the interstate. We're going to be coming out right here at the HOV ramp. Clear. HOV ramp to connector south. Connector south, be coming up at 20. He's smoking. Yep. All the way over to the right. Might be trying to take 20. Back over to the left. Coming up to 20. You think you can call it if I call it out to you? Fulton Street? Yeah, coming up Fulton Street. Coming up Fulton Street.
Right lane. Passing Fulton Street. Passing Fulton Street. I'm looking for overheads. Der Fahrer nutzte eine Gelegenheit auf der Autobahn, um seine Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen und einen Vorsprung herauszufahren. Aber weiter vorne würde der Verkehr wieder dichter werden und die Polizei hatte eine Überraschung parat. Is he gonna call it? Or that's Cam? I don't know if he can keep up. Coming up on University? Yeah. Coming up on University. Left lane, coming up on University. He about lost it. Still going. It's gonna be like, I can just get close enough to it. what's Coming up to this? 166. Coming up to 166, right lane. 166, right lane. What's this, connector? Yeah, we're still on the connector coming up to Cleveland. Still on the connector, coming up on Cleveland, left lane. Tell them Cleveland in a mile. Cleveland in a mile, Cleveland in a mile. I see y'all's lights. I'm coming up. Going 85 south. Going 85 south. 85 south. Nope. Hold on. Nope. 75 south. 75 south. What is 75 south. 75 south, 75 south. He swerved off. There's a visa on GTR. There's a visa on GTR. Unsuccessful bid, unsuccessful bid. Die Polizei versuchte, den Fahrer mit einem PIT-Manöver zu stoppen. Doch genau im Moment des Aufpralls griff das Schicksal ein. Um die Sicherheit eines unschuldigen Fahrers in der Mitte der Straße zu gewährleisten, wurde das Manöver abgebrochen. Der GTR konnte erneut entkommen und verschwand in der Dunkelheit der Nacht. Coming up on Central. Coming up on Central. HOV. All the way over to the right. All the way over to the right. Central. Yeah, we're coming up on Central now. Coming up on Central now, right lane. Taking Central. Taking Central. Porsche, hang on. Porsche Ave, Porsche Ave. Porsche Ave, Porsche Ave. Staying south. Passing Porsche. Staying south, passing Porsche. Getting off CW Grant. CW Grant. Exiting. Mit steigendem Adrenalinspiegel stieg auch die Geschwindigkeit. Als der GTR auf die westliche Fahrbahn der I-285 auffuhr, erreichte der Tacho 280 km pro Stunde. Während der Auspuff in den Betontunneln von Atlanta hallte, verwandelte sich die Stadt in eine Rennstrecke. Yeah, tell them we're on the access ramp. Might be getting back on the 75. We're on the access ramp, might be getting back on 75. Yep. Tell them. I don't know. Yeah, we're on access road parallel in 75. Access road parallel in 75. Might be going to 285. Die Seitenstreifen waren nun sein Durchgangskorridor. Jedes Fahrzeug im Verkehr war ein Hindernis, jede Kurve eine neue Herausforderung. Eines der Polizeifahrzeuge musste die Verfolgung aufgrund einer Reifenpanne aufgeben. Nun gab es nur noch den Verdächtigen und die unerbittlichen Funkmeldungen. There. But I got a hill down this road. It's got power. All right. Tell them we're coming up on Riverdale Road. Or no, we're on 285. I'm sorry. 285. Tell them correction. We are on 285. Correction, we are on 285. Passing Riverdale Road. Passing Riverdale Road. He's at 175. 175. Did he get over? Fast as he's going. Aber jede Maschine hat ihre Grenzen.
An der Ausfahrt SR 138 verlor dieser Geschwindigkeitsfreak die Kontrolle, als er gegen eine Verkehrsinsel prallte. 3 Männer stiegen aus dem hinter einer Tankstelle geparkten Fahrzeug aus und versuchten schnell zu fliehen. Aber die Polizei von Union City war bereits vor Ort. Einer der Festgenommenen war Patrick Lee, der Besitzer des Fahrzeugs und Hauptdarsteller dieser Nacht. Hey, get your hands out of your pocket for me. Lee hatte gerötete Augen, sprach wirr und sein Atem roch nach Alkohol. Er gab zu, dass er einige Stunden zuvor im Moondogs Café in Buckhead getrunken hatte. Er weigerte sich, einen Alkoholtest zu machen, aber die Polizeikameras hatten alles aufgezeichnet. Der Nissan GT-R wurde anschließend einer eingehenden Untersuchung unterzogen, die eine überraschende Information zutage förderte. Das Fahrzeug hatte 2 verschiedene Fahrgestellnummern. Die Nummer auf der Frontverkleidung war in keinem Register zu finden, während die Nummer auf der Karosserie das Fahrzeug mit Patrick Lee in Verbindung brachte. Dies war nicht nur eine Verfolgungsjagd, sondern der Beginn einer größeren Geschichte. In den Straßen von Atlanta wurde in dieser Nacht nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Macht des Gesetzes auf die Probe gestellt. Dieses Mal sehen Sie sich nicht die Aufnahmen von Polizeikameras und Polizeiberichten an, sondern die Aufnahmen einer Kamera im Fahrzeug eines Fahrers. Auf den belebten Straßen von New York fand eine der verrücktesten Verfolgungsjagden der Geschichte statt. Nach unseren Schätzungen bereitete erneut ein Nissan GT-R oder ein anderes Sportauto der Polizei Schwierigkeiten. Die Verfolgungsjagd begann zu einer Zeit mit hohem Verkehrsaufkommen. Der verdächtige Wagen ignorierte rote Ampeln, fuhr in die falsche Richtung und versuchte der Polizei durch unglaubliche Manöver zwischen Dutzenden von Fahrzeugen zu entkommen. You can also use the up-down switch on the steering wheel. This. Augenzeugen zufolge fuhr der Wagen manchmal auf den Bürgersteig und manchmal nur knapp an Fußgängern vorbei, was große Panik auslöste.
Der Fahrer fand sogar in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen einen Weg, um zu entkommen. Er beschleunigte auf dem Standstreifen und schaffte es, sich von der Polizei zu entfernen. Mal sehen, wie das ausgeht. Er blieb zwischen einem Bus und einer Mauer am Straßenrand stecken und erlitt einen kurzen Schock. Aber er fand einen neuen Weg, um zu entkommen. Let me by, bro. Shut the fuck up. Der Polizeibeamte schaffte es, sich dem Fahrer wieder zu nähern und griff von hinten ein. Der Fahrer schaffte es jedoch, sich mit seinem Sportwagen durch eine harte Manöver aus dieser Situation zu befreien. In diesem Moment blieb das Polizeiauto aufgrund einer Verengung der Straße und eines Taxis, das die Straße blockierte, zurück. Der Fahrer nutzte diese Situation und schaffte es, einen Vorsprung herauszufahren. Der Fahrer machte eine verbotene Kehrtwende und wechselte auf die andere Straßenseite. Hier mussten viele Fahrzeuge anhalten. Der Polizeiwagen war einer davon. Dem Video zufolge verschwand der Fahrer in den Seitenstraßen und verlor seine Spur. Die Gefahr schien für ihn vorbei zu sein. Interessant ist auch, dass der Fahrer diese Bilder auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Emergency video. Auf den Straßen von New York kam es erneut zu einer unglaublichen Flucht und der Fahrer veröffentlichte diese Bilder. Im Video wäre das Fahrzeug beinahe 2 Kinder und eine Frau angefahren, die die Straße überqueren wollten. Hier ist das Video der Flucht, das große Empörung ausgelöst hat. Which means now being together in group chat is so. Der Fahrer fährt mit seinem Sportwagen auf eine gesperrte Straße. Dann überfährt er ein weiteres Hindernis, das sich ihm in den Weg stellt und fährt weiter. Währenddessen verfolgt ihn ein Polizeiauto.
Um zu entkommen, warnt der Fahrer die anderen Fahrer mit der Hupe und belästigt sie sogar. Einige Autofahrer reagieren auf diese Situation. Emergency video. 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 Der Fahrer fährt schnell in Kreuzungen ein und fährt auf Nebenstraßen weiter mit hoher Geschwindigkeit. Währenddessen verfolgt ihn ein hartnäckiger Polizist. Emergency video. Emergency video. Emergency video. Emergency video. Emergency video. Emergency video. Wie bereits erwähnt, befinden sich 2 Kinder und eine Frau in akuter Gefahr. Das Video zeigt weder die Festnahme des Fahrers, noch werden Informationen dazu bereitgestellt. Emergency